Willkommen in Chamonix, ein Ort, der wie kein anderer für Bergsport und Alpinismus steht und mich sofort in den Bann gezogen hat. In diesem Video besprechen wir alles, was ihr vor einem Urlaub in Chamonix wissen solltet, von den Skigebieten über die Kulinarik bis hin zu besonderen Erlebnissen wie das Freeriden. Es fehlen Tipps? Dann schreibt sie sehr gerne unten in die Kommentare. Ich bin gespannt, ich hoffe ihr seid es auch. Nichts wie auf! Chamonix ist nicht nur irgendein Skiort, sondern eine echte Hochburg für Alpinisten. Hier treffen sich Bergsportler, Skifahrer, Extremsportler aus aller Welt im Sommer wie im Winter. Schon wenn ihr durch die Fußgängerzone lauft, merkt ihr, hier geht es um den Berg, um Abenteuer, um Leidenschaft für den Sport und auch ein bisschen um Glamour und Prestige, aber das klammern wir im heutigen Video aus. Doch wo liegt Chamonix überhaupt? Wir befinden uns im französischen Teil der Alpen, direkt an der Grenze zur Schweiz und zu Italien. Diese kleine Stadt ist einer der ältesten Ski- und Bergsportorte überhaupt. Hier fanden 1924 die ersten Olympischen Winterspiele statt. Doch hier gibt es nicht die klassische Skidorf-Atmosphäre, die man zum Beispiel aus Österreich oder der Schweiz kennt. Alles fühlt sich hier ein bisschen urbaner und internationaler an. Das spiegelt sich auch teilweise in der Architektur wider. Wir treffen hier Skibegeisterte, Bergbegeisterte und Abenteurer aus aller Welt. Ein Norweger hat mir zum Beispiel erzählt, dass er seit 6 Monaten in einem Campervan vor Ort wohnt, im Schwimmbad duscht und als IT-Ingenieur 2 Tage pro Woche arbeitet, den Rest am Berg verbringt. Das Highlight ist allgegenwärtig der Mont Blanc und damit der höchste Berg der Alpen. Die Spitze gehört laut französischen Karten eindeutig zu Frankreich. Die Italiener beanspruchen den Berg aber auch für sich und legen die Grenze genau über die Spitze. International wird die Spitze des Mont Blanc jedoch ausgespart. Ganz egal, wenn ihr im Ort im Café sitzt und durch die Straßen schlendert, dann seht ihr immer diesen riesigen weißen Riesen mit seinen faszinierenden Gletscherfeldern. Das ist schon sehr besonders. Doch ihr könnt natürlich auch näher ran oder ihn sogar auf Ski besteigen. Dazu werden wir später auch noch kommen. Blicken wir nun auf das Skifahren und wenn wir über das Skigebiet Chamonix sprechen, dann ist es hier anders als bei den meisten Skiorten. Es gibt nicht ein großes, zusammenhängendes Skigebiet, sondern mehrere einzelne Areale, die sich für verschiedene Personen besonders eignen. Doch vorab, klassisches Alpinskifahren würde ich hier nur als okay bewerten. Da gibt es deutlich bessere Skigebiete. Den Reiz machen in Chamonix vor allen Dingen die vielen Freeride-Optionen aus. Dennoch ein kurzer Überblick über die Skigebiete inklusive Einkehrtipps und dabei starten wir mit Brévent und Flégère. Das größte zusammenhängende Skigebiet mit insgesamt 52 Kilometern Skipiste, sonnenverwöhnte Hänge, spannende Rinnen und eine grandiose Aussicht auf den Mont Blanc. Wir sind am Berg in der Sandwicherie von Le Comptoir eingekehrt. Das war wirklich lecker, aber auch teuer. Der Ausblick ist gewaltig. Außerdem gibt es von diesem Gebiet auch einige Möglichkeiten für Skitouren. Dafür kommt auch ein besonderer Skipass in Frage, den ich euch später genauer erläutere. Wir gehen weiter zum Skigebiet Le Grand Montet mit 27 Kilometern markierten Abfahrten, aber vor allem vielen Möglichkeiten für Freeride, steilen Abfahrten und das teilweise auch in Gletschernähe. Wer von euch Herausforderungen direkt abseits des Gebiets sucht, ist hier richtig. Mein Einkehrtipp im Gebiet ist das fantastische Chalet Refuge de Longyon. Super Tartiflette, super Rotwein, super Ausblick, bestes Leben. Und jetzt ein bisschen abgekürzt die weiteren Gebiete. Le Tour ist perfekt für Genießer, breite und entspannte Pisten. Und Le Hochet ein bisschen abgeschieden, aber perfekt für Familien und für ruhigere Skitage. Hier fährt auch der World Cup im Slalom. Je nach Skipass ergeben sich dann noch andere Möglichkeiten. Dabei habt ihr 2 Möglichkeiten. Auf der einen Seite den Chamonix Le Pass, der gilt für die genannten lokalen Gebiete. Dann den Mont Blanc Unlimited Pass, den benötigt ihr zum Beispiel, wenn ihr auf die Aiguë de Midi fahren wollt und das Vallée Blanche befahren möchtet. Oder zusätzlich im Urlaub auch nach Crans-Montana, Verbier in der Schweiz oder nach Courmayeur in Italien möchtet. Dann braucht ihr auch den Unlimited Pass, der wiederum auch wirklich saftige Preise aufruft. Zwischen den verschiedenen Skigebieten fahren auch Busse, die sind jedoch recht häufig recht voll. Nach Italien kommt ihr durch den Mont Blanc Tunnel, der wiederum mit 60 € hin und zurück relativ stark zu Buche schlägt. Mit dem Unlimited Skipass kostet die Maut etwas weniger.
Und nun zum essentiellen Teil. Wie schon erwähnt, Chamonix ist ein echtes Paradies für Freeride und Skitouren. Hier gibt es steile Rinnen, unendliche Gletscher und legendäre Abfahrten. Eine der bekanntesten Freeride-Klassiker ist dabei das Vallée Blanche. Diese spektakuläre und lange Gletscherabfahrt startet auf der Aiguë de Midi und dieses Bauwerk an sich ist schon gewaltig. Danach führt sie dann über 20 Kilometer durch atemberaubende Gebirgslandschaft bis nach unten ins Tal. Aber Achtung, natürlich ist das hier gletscherdurchsetztes Gebiet. Es gibt viele Gletscherspalten, das heißt, ihr solltet entweder mit Guide fahren oder euch sehr gut informieren. Auch für Fans von Skitouren gibt es unzählige Möglichkeiten in Chamonix. Beliebt sind zum Beispiel die Tour auf den Col de Chardonnay, die technisch anspruchsvolle Route zur Aiguë de Argentine. In den Skigebieten könnt ihr dann nach extra Skiliftkarten für Skitourengeherinnen und Skitourengeher fragen. Diese sind deutlich vergünstigt zum Tagespreis und befördern euch meist an den höchsten Punkt des Gebiets und von dort aus könnt ihr dann auf die Skitour einsteigen. Heliskiing ist in Frankreich zwar verboten, aber ein Abstecher nach Courmayeur in Italien bringt euch mit dem Heli zu spektakulären Freeride-Abfahrten mit dem Blick auf den Mont Blanc. Doch denkt dran, egal ob Freeride oder Skitour, die Sicherheit geht immer vor. Ihr solltet eure LVS-Ausrüstung dabei haben und wissen, wie man sie benutzt, einen Lawinenlagebericht lesen und am besten natürlich mit einem Guide losziehen. Kommen wir zu Tipps für Übernachtung und Essen. Je nachdem, was ihr sucht, gibt es verschiedene Optionen für Unterkünfte. Wer mitten im Geschehen sein möchte, der bleibt am besten direkt in Chamonix. Wir hatten ein Apartment weit im Voraus über Happy Rentals gebucht. Das genaue Apartment verlinke ich euch unten in der Beschreibung. Natürlich gibt es auch Hotels wie zum Beispiel das hippe La Folie d'Aucher bis hin zu luxuriösen 5-Sterne-Häusern. Wer es etwas ruhiger mag, kann sich auch in den Nebenorten wie zum Beispiel Argentin oder Lettin einquartieren. Für Après-Ski kann ich auf der einen Seite die Möglichkeiten am Berg empfehlen, auf der anderen Seite aber auch die lässige Atmosphäre in der Rue de Moulins mit Blick auf den Mont Blanc. Leckeres Bier in der MBC oder wer es etwas gehobener mag, Rosé du Pont oder die Terrasse am La Folie. Ein toller Ausblick ergibt sich auch in der Rooftop-Bar des Hotels Alpina. Und wir sollten natürlich einmal über das Essen reden, was in Frankreich auch nicht fehlen darf. Morgens gibt es dabei super Baguette und Croissant an vielen Bäckereien. Ich möchte dabei Le Fournil Chamonier empfehlen. Bester Kaffee direkt gegenüber bei Moody Coffee Roasters. Und nebendran gibt es dann zu Mittag auch leichte und einfache Speisen bei Le Lard. 2 Empfehlungen fürs Abendessen. Einmal ein klassisches Raclette und Fondue, sehr gut im Le Monchou. Rustikal, urig, genau das, was man nach einem langen Skitag braucht. Oder wenn ihr es etwas feiner haben wollt, dann kann ich euch dieses Restaurant hier empfehlen. Kleiner Geheimtipp mit richtig guter Küche. Was solltet ihr auf jeden Fall erlebt haben, wenn ihr in Chamonix seid? Auf der einen Seite, wie schon erwähnt, die Aiguë de Midi. Mit der Seilbahn auf 3.842 Meter zu fahren und so nah am Mont Blanc zu sein, das ist einfach gewaltig. Wer möchte, kann dann auch ein Foto in einer Glaskapsel aufnehmen. Da habt ihr knapp 1000 Meter Abgrund unter euch und habt ein Foto mit dem Mont Blanc. Außerdem solltet ihr im Ort mal die verschiedenen Sportgeschäfte besuchen. Dabei ist es so, dass sie perfekt ausgestattet sind für Alpinismus. Das ist in normalen Wintersportorten ja eigentlich nicht gegeben. Seile, Eispickel, Karabiner etc. Das ist wirklich besondere Ausrüstung. Zusätzlich lohnt sich auch die Fahrt mit der historischen Zahnradbahn zum Mer de Glace, dem größten Gletscher Frankreichs, haben wir eben schon mal drüber gesprochen. Und jetzt bin ich gespannt, wart ihr schon mal in Chamonix, habt weitere Tipps, möchtet mehr empfehlen, dann schreibt das gerne unten in die Kommentare und eure Fragen zum Ort auch sehr gerne. Mein persönliches Fazit: Chamonix ist für mich eine ganz andere Welt gewesen. Hier kommt man nicht nur hin, um ein paar Pisten runterzufahren, sondern eben um das echte alpine Lebensgefühl zu erleben. Wenn ihr auf Abenteuer steht und Lust habt, den Mont Blanc mal näher im Blick zu haben, dann ist hier eine klare Empfehlung, mal nach Chamonix zu fahren. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann abonniert sehr gerne den Kanal, kauft im Shop ein, das wisst ihr ja, egal ob Biersocke, Skiquartett oder auch hier die Cap. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder, das genau hier verlinkt ist. Vielen Dank an mein Team für den Schnitt und tschüss.